Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt und das uns alle betrifft. Das Grundgesetz, unsere Menschenwürde und die Frage, ob unsere Regierung ihre Verpflichtungen erfüllt. Warum mache ich dieses Video eigentlich? Weil ich feststellen musste, dass viele Menschen in unserem Land, insbesondere Rentner, vor großen Herausforderungen stehen. Wenn Rentner Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen, oder wenn Menschen ihre Medikamente nicht bezahlen können, oder zu den Tafeln müssen, um wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag zu haben, dann stimmt hier etwas nicht. Aber warum hören wir so wenig darüber in den öffentlichen Medien oder von unseren politischen Vertretern, die von unserem Geld bezahlt werden? Und dazu kommt die Diskussion um bestimmte politische Parteien, insbesondere die AfD. Es wird viel diskutiert, viele Parolen werden gerufen und es gibt einen lauten Aufschrei gegen bestimmte Parteien. Aber was sagt eigentlich das Grundgesetz dazu? Und warum haben wir manchmal das Gefühl, dass es mit zweierlei Maß gemessen wird? Zumindest geht es mir so. Und ich kann nur für mich sprechen. Und nur für mich. Oder wie seht ihr das? Ich möchte keine Partei ergreifen. So keine Partei. Ich möchte, dass wir alle die Fakten betrachten. Wir haben ein Grundgesetz, das unsere Menschenwürde schützt. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir alle diese Rechte und Freiheiten respektieren und schützen sollten. Es gibt Menschen, die schreien nach diesem Grundgesetz, aber nur, wenn es ihnen in den Kram passt. Wenn sie es nur für sich in Anspruch nehmen wollen. Hier erstmal eine kurze Beschreibung des Grundgesetzes und seiner Bedeutung. Das Grundgesetz ist Deutschlands Verfassung, die seit 1949 gilt. Es schützt unsere Grundrechte wie die Menschenwürde und legt den Rahmen für unsere Demokratie fest. Kurz gesagt, es ist das Regelwerk, das sicherstellt, dass jeder in Deutschland frei und gleichberechtigt leben kann. Bitte jetzt keine Debatte darüber, dass wir keine Verfassung haben und so, okay? Und nun eine etwas längere Darstellung des Grundgesetzes und seiner zentralen Prinzipien. Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und legt die grundlegenden rechtlichen und politischen Prinzipien des Staates fest. Es wurde, wie schon oben erwähnt, 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet und dient als rechtlicher Rahmen für die Organisation und Funktionsweise des deutschen Staates. Die Bedeutung des Grundgesetzes liegt in seinen zentralen Werten und Prinzipien, die die Grundrechte und Freiheit der Bürger schützen. Aller Bürger. Und jetzt genau hinhören bitte. Es garantiert die Menschenwürde, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit und viele andere grundlegende Rechte und Prinzipien. Was genau bedeutet das jetzt, durch das Grundgesetz geschützt ist? Wenn wir sagen, dass etwas durch das Grundgesetz geschützt ist, bedeutet das in der Regel, dass das Grundgesetz bestimmte Rechte und Freiheiten garantiert und diese, Achtung, vor staatlichem Handeln schützt. Das Grundgesetz dient als Verfassung Deutschlands und legt die Grundprinzipien und Grundrechte fest, die die Beziehung zwischen dem Staat und den Bürgern regeln. Wenn es also um die Garantie der Menschenwürde oder andere grundlegende Rechte geht, die im Grundgesetz verankert sind, bedeutet dies, dass der Staat gesetzlich verpflichtet ist, habt ihr das verstanden? Gesetzlich verpflichtet, diese Rechte zu respektieren und zu schützen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Zu schützen. Wenn der Staat also Maßnahmen ergreift, die diese Rechte verletzen oder einschränken würden,
könnte dies als Verstoß gegen das Grundgesetz angesehen und vor Gericht angefochten werden. In diesem Zusammenhang bietet das Grundgesetz einen rechtlichen Rahmen und Schutzmechanismen, um sicherzustellen, dass die Rechte und Freiheiten der Bürger gewahrt bleiben und dass der Staat seine Pflichten gegenüber den Bürgern erfüllt. Es stellt also eine Grundlage für den Schutz der individuellen Rechte und der demokratischen Prinzipien in Deutschland dar. Darüber hinaus legt das Grundgesetz die Struktur und die Befugnisse der verschiedenen staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel der Bundesregierung, des Bundestages und der Bundesländer, fest und stellt sicher, dass die Macht im Staat durch Gewaltenteilung und demokratische Prinzipien ausgeglichen ist. Zusammengefasst ist das Grundgesetz das Fundament unserer demokratischen Ordnung und schützt die Rechte und Freiheiten der Bürger vor, gut zuhören, staatlichem Handeln und Eingriffen. Es bildet die Grundlage für die rechtliche, politische und soziale Ordnung in Deutschland und stellt sicher, dass die Prinzipien der Freiheit, Gerechtigkeit und demokratischen Teilhabe gewahrt bleiben. Soweit die Theorie. In der aktuellen Debatte um das Grundgesetz stehen mehrere Herausforderungen und Kontroversen im Mittelpunkt, die uns alle betreffen. Eines der zentralen Themen ist die Frage, ob die Grundprinzipien und Werte, die im Grundgesetz verankert sind, in der Praxis tatsächlich ausreichend gewahrt werden. Auch und vor allem durch amtierende Regierungen. Ein drängendes Beispiel ist die Diskussion um soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Trotz der klaren Verankerung der Menschenwürde und des Rechts auf ein menschenwürdiges Leben im Grundgesetz sehen wir immer wieder Situationen, in denen bestimmte Gruppen, wie beispielsweise Rentner oder sozial benachteiligte Menschen, vor erheblichen finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen stehen. Und wir stehen daneben und tun so, als ob es uns nicht betrifft. Wir sind ja noch keine Rentner und sozial benachteiligt schon gar nicht, oder? Darüber hinaus gibt es kontroverse Debatten über die Balance zwischen individuellen Freiheiten und kollektiven Sicherheitsinteressen, insbesondere im Kontext von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung oder der Einschränkung von Grundrechten in Ausnahmesituationen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit solche Maßnahmen mit den Prinzipien und Werten des Grundgesetzes vereinbar sind. Das erinnert mich zum Beispiel an Amerika, das Land, welches angeblich die beste, größte, echte Demokratie hat. Echt jetzt? Das amerikanische Volk wurde dahingehend getäuscht, einem Krieg zuzustimmen, eigentlich mehreren Kriegen zuzustimmen, indem man ihm klargemacht hat, es geht um Amerika. Es geht um das amerikanische Volk. Und schon schmolz der patriotische Amerikaner so dahin. Zudem sehen wir eine zunehmende Polarisierung und Spaltung in der Gesellschaft, die oft durch politische und gesellschaftliche Debatten verstärkt wird. Wie können wir sicherstellen, dass das Grundgesetz als gemeinsame Grundlage und Leitfaden für alle Bürger dient und nicht als Instrument zur Spaltung und Ausgrenzung verwendet wird? Diese und andere aktuelle Herausforderungen und Kontroversen zeigen, dass es wichtig ist, das Grundgesetz nicht nur als statisches Dokument zu betrachten, sondern als lebendigen Rahmen, der sich an die sich ständig ändernden Bedürfnissen und Herausforderungen unserer Gesellschaft anpasst. Es liegt an uns allen, diese Prinzipien und Werte zu schützen, zu verteidigen und in unseren täglichen Handeln und Denken zu verankern. Eine kritische Analyse, meine kritische Analyse. In der heutigen politischen und gesellschaftlichen Landschaft gibt es oft Situationen, die auf den ersten Blick als Widersprüche oder Doppelmoral erscheinen.
Zum Beispiel sehen wir eine stark öffentliche Kritik an bestimmten politischen Parteien oder Gruppen, während gleichzeitig andere potenzielle Verstöße gegen grundlegende Prinzipien oder das Grundgesetz weniger Beachtung finden. Ein konkretes Beispiel könnte tatsächlich die Diskussion um Rentenkürzungen sein. Während viele politische Akteure die Bedeutung der Menschenwürde betonen und diese als zentralen Wert unserer Gesellschaft darstellen, werden gleichzeitig Maßnahmen umgesetzt, die den Lebensstandard von Rentnern erheblich beeinträchtigen könnten, eigentlich tun. Hier stellt sich also die Frage, wie kann eine Regierung, die die Menschenwürde so hoch hält, solche Entscheidungen treffen, sich selbst aber ihre Diäten ab 2024 um 3.184 € pro Monat erhöht. Nochmals, um es auf der Zunge zergehen zu lassen, in Worten: 3.184 € pro Monat. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die die AfD menschenverachtend bezeichnen. Gut. Ebenso könnten wir die Diskussion um Meinungsfreiheit und die Rolle der Medien betrachten. Während einige Stimmen als untragbar oder extrem bezeichnet werden, werden andere Meinungen und Perspektiven möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt oder sogar unterdrückt. Ist das nicht ein Widerspruch zur Grundidee der Meinungsfreiheit und Pluralität, die in einer demokratischen Gesellschaft so wichtig ist? Einfach nur so zum Nachdenken an all die, die nach dem Grundgesetz schreien. Aber nur, wenn es ihnen passt. Gell, Herr Habeck? Also wirklich, ich frage mich wirklich, wie manche Menschen sich ihre politische Meinung eigentlich bilden. Hin und wieder verspüre ich das starke Bedürfnis, durch die Straßen zu gehen und dem einen oder anderen das Gesetzbuch gegen den Schädel zu schlagen. Und dann wache ich auf und stelle fest, Gott sei Dank habe ich das nur geträumt. Das starke Bedürfnis meine ich jetzt. Diese und andere Beispiele zeigen, dass es in der politischen und gesellschaftlichen Debatte oft zu Widersprüchen und Doppelmoral kommt. Es ist wichtig, diese zu erkennen, zu hinterfragen und für mehr Klarheit, Transparenz und Gerechtigkeit einzutreten. Hier ein paar aktuelle Herausforderungen für Grundrechte im digitalen Zeitalter, die auch niemanden interessieren und wir sie einfach hinnehmen. Erstens, Artikel 13, Urheberrechtsreform der EU. Kritik am Uploadfilter der Plattform verpflichtet, urheberrechtliche geschütztes Material zu erkennen und zu blockieren. Gegner sehen darin eine Zensur und Bedrohung für freie Meinungsäußerung. Vorratsdatenspeicherung. Staatliche Sammlung von Kommunikationsdaten zur Verbrechensbekämpfung. Kritiker befürchten einen Eingriff in die Privatsphäre und die Möglichkeit für Missbrauch. Drittens, Corona-Warn-App. Die Einführung einer Tracking-App zur Pandemiebekämpfung. Datenschützer warnen vor potenziellen Missbräuchen und Einschränkungen der Privatsphäre. Viertens, Staatstrojaner. Ermöglicht staatliche Überwachung von Computern und Smartphones. Kritik kommt von Datenschützern und Bürgerrechtsorganisationen wegen möglicher Grundrechtsverletzungen. Solche Maßnahmen könnten im Widerspruch zum Schutz der Privatsphäre stehen, wie er im Grundgesetz garantiert ist. Fünftens, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Diskussion über den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologien durch staatliche Institutionen. Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Freiheit werden laut. Sechstens, die NSA-Überwachung. Die Enthüllungen über die Überwachungspraktiken der NSA in Zusammenarbeit mit deutschen Diensten haben zur Debatte über den Schutz der Privatsphäre und mögliche Verstöße gegen Artikel 10 Grundgesetz geführt.
7. Demonstrationsverbote. In der Vergangenheit gab es Situationen, in denen Demonstrationen unter fragwürdigen Gründen verboten wurden. Dies könnte im Widerspruch zum Recht auf Versammlungsfreiheit stehen, wie es in Artikel 8 Grundgesetz verankert ist. 8. Einschränkung der Meinungsfreiheit. Diskussionen über bestimmte Gesetze oder Maßnahmen, die die Meinungsfreiheit einschränken könnten, haben Fragen nach der Vereinbarkeit mit Artikel 5 Grundgesetz aufgeworfen. 9. Staatliche Überwachung im Arbeitsumfeld. Arbeitgeber, die elektronische Überwachungsmethoden wie Mitarbeitertracking oder Überwachung von E-Mails nutzen. Dies wirft Fragen zum Schutz der Privatsphäre und des Persönlichkeitsrechts am Arbeitsplatz auf. 10. Gesundheitsdaten in der Cloud. Die Speicherung sensibler Gesundheitsdaten in der Cloud durch Gesundheitsdienstleister oder Versicherungen. Datenschützer warnen vor Risiken und dem Potenzial von Missbrauch dieser sensiblen Informationen. 11. Gezielte Desinformation durch Social Media, manipulative Informationskampagnen oder gezielte Desinformationskampagnen, die über soziale Medien verbreitet werden. Dies betrifft die Meinungsfreiheit und die Verbreitung von Falschinformationen. 12. Biometrische Daten im öffentlichen Verkehrsmittel. Der Einsatz von Gesichtserkennungen oder anderen biometrischen Technologien in öffentlichen Verkehrsmitteln. Datenschützer und Bürgerrechtsorganisationen sehen hier einen Eingriff in die Privatsphäre und die persönliche Freiheit. 13. Automatisierte Entscheidungsfindung in der Verwaltung. Algorithmen, die automatisch Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung treffen, etwa bei der Vergabe von Sozialleistungen. Fragen zu Transparenz, Diskriminierung und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden da laut. 14. Digitale Bürger-IDs und zentrale Datenbanken. Die Einführung zentralisierter digitaler Identifikationssysteme oder Datenbanken, die persönliche Informationen der Bürger speichern. Kritik kommt bezüglich Datenschutz, Sicherheit und dem Recht auf Privatsphäre. Überwachung von Journalisten. Fälle, in denen Journalisten überwacht oder abgehört wurden, führen zu Debatten über den Schutz der Pressefreiheit und der journalistischen Unabhängigkeit, wie sie in Artikel 5 Grundgesetz verankert sind. Bevor jetzt jemand die Frage stellt, ob diese Aufzählungen tatsächlich durch das Grundgesetz geschützt sind, guckst du hier. 1. Artikel 10 Grundgesetz. Das Briefgeheimnis. Schutz vor der Überwachung von Kommunikation. Artikel 2 Grundgesetz. Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Privatsphäre und Datenschutz. Artikel 8 Grundgesetz. Versammlungsfreiheit. Schutz des Rechts, sich friedlich zu versammeln. Artikel 5 Grundgesetz. Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit. Schutz der freien Meinungsäußerung und Presse. Artikel 13 Grundgesetz. Unverletzlichkeit der Wohnung. Schutz vor staatlichen Eindringen in die Wohnung. Artikel 2 Grundgesetz. Allgemeine Handlungsfreiheit. Schutz vor unzumutbaren Eingriffen in das Leben. Artikel 3 Grundgesetz. Gleichheit vor dem Gesetz. Schutz vor Diskriminierung und ungerechter Behandlung. Das sind die direkten Bezüge aus dem Grundgesetz für die genannten Beispiele. Einige der genannten Beispiele können durch mehrere Artikel geschützt sein, aber ich habe versucht, die Hauptbezüge herauszustellen. Und dann ist die AfD radikal, faschistisch und menschenverachtend? Echt jetzt? Im Land, das die Demokratie erfunden hat, also Griechenland, hat der amtierende griechische Ministerpräsident bezüglich der digitalen Bürger-ID Folgendes gesagt. Ob ihr es wollt oder nicht, sie wird kommen. Na, das nenne ich doch Demokratie. Ähnlich der warmen Luftblasen deutscher Politiker, die von Demokratie, Menschenwürde und Co. reden. Jetzt könnte jemand einwenden,
Wir sind hier in Deutschland und nicht in Griechenland. Geografisch mag das so sein. Politisch sind wir beide, leider, der EU unterstellt. Nur so zur Klarstellung. Okay, dann halt zurück zu Deutschland. Nehmen wir also als konkretes Beispiel das, was mir sehr am Herzen liegt. Die Kürzung von Renten, die dazu führt, dass Menschen Flaschen sammeln müssen. Wenn eine Regierung hier in Deutschland Rentnern die Rente so weit kürzt, dass diese Flaschen sammeln müssen, um zu überleben, oder Rentner ihre Medikamente nicht bezahlen können, oder die Lebensmittelpreise künstlich massiv steigen, so dass Menschen zu den Tafeln gehen müssen, verstößt das nicht gegen das Grundrecht, die Garantie der Menschenwürde? Ist das nicht ein Widerspruch zur Garantie der Menschenwürde, die im Grundgesetz verankert ist? Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn wir Artikel 1 unseres Grundgesetzes betrachten, wird deutlich, dass die Menschenwürde als unantastbar gilt. Doch wie passt das zusammen, wenn Rentner in unserem Land gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, um über die Runden zu kommen? Ist das nicht ein klarer Verstoß gegen diese zentrale Garantie der Menschenwürde? Stellen wir uns doch die ethische Frage. Wie kann es sein, dass in einem Land, das sich dem Schutz der Menschenwürde verschrieben hat, solche Zustände überhaupt möglich sind? Hier geht es nicht nur um Zahlen und Statistiken, sondern um das fundamentale Recht jedes Einzelnen, in Würde zu leben. Doch die politische Dimension darf nicht ignoriert werden. Wenn staatliche Entscheidungen und Maßnahmen dazu führen, dass Bürger ihre grundlegenden Bedürfnisse nicht mehr decken können, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, wo die Verantwortung liegt. Es kann nicht sein, dass wirtschaftliche Überlegungen die Menschenwürde in den Hintergrund drängen. Apropos Verantwortung. Verantwortung bedeutet, für sein Handeln einzustehen. Das gilt auch und insbesondere für Politiker. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Georg, wach auf. Und was sind die langfristigen Konsequenzen für unsere Gesellschaft? Eine wachsende Kluft zwischen denen, die von den sozialen Sicherungssystemen profitieren, und denen, die zurückgelassen werden, könnte zu ernsthaften Spannungen führen. Tut es ja auch. Wir müssen uns der potenziellen sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen bewusst sein und proaktiv handeln. Daher ist es an der Zeit, dass wir als Gesellschaft handeln. Wir müssen politische Initiativen unterstützen, die die Menschenwürde als oberste Priorität setzen. Es ist an der Zeit, dass wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen und sicherstellen, dass jeder Einzelne die Chance hat, in Würde zu leben. Denn letztendlich definieren unsere Handlungen als Gesellschaft, wie ernst wir es mit dem Schutz der Menschenwürde wirklich meinen. Ein weit verbreitetes Zitat besagt, dass man den Wert einer Gesellschaft daran messen kann, wie sie mit ihren älteren Mitgliedern umgeht. Tja, wen interessieren denn noch Werte? Und während wir über die Einhaltung der Menschenwürde in Deutschland sprechen, sollten wir nicht vergessen, dass dieses Thema weit über unsere Grenzen hinausreicht. Die Europäische Menschenrechtscharta und die Internationale Menschenrechtskonvention setzen ebenfalls klare Standards, wenn es um die Wahrung der Menschenwürde geht. Es ist beunruhigend zu sehen, dass ähnliche Herausforderungen und Verstöße gegen die Menschenwürde in verschiedenen Teilen Europas und der Welt auftreten. Dies verdeutlicht, dass wir nicht isoliert denken dürfen. Es handelt sich um ein universelles Problem, das eine koordinierte und gemeinsame Anstrengung erfordert, um Lösungen zu finden.
Durch die Betrachtung dieser übergeordneten Menschenrechtsstandards können wir ein breites Verständnis für die Komplexität und Dringlichkeit der Situation entwickeln. Es ist an der Zeit, dass wir über nationale Grenzen hinweg zusammenarbeiten und uns für den Schutz und die Wahrung der Menschenwürde einsetzen, wo auch immer sie gefährdet ist. Ich möchte nur nebenbei anmerken, dass von all den Ländern, die beide Chartas unterschrieben haben, kein einziges keinen einzigen Artikel umgesetzt hat. Keines. Dazu gehört auch Deutschland. Ja, auch Deutschland. Wir hören oft laute Kritik gegen bestimmte Parteien wie die AfD. Aber wie sieht es mit den tatsächlichen Verstößen gegen das Grundgesetz aus? Sind diese Parteien wirklich die einzigen, die in Frage gestellt werden sollten? In der politischen Landschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass Debatten und Entscheidungsprozesse von Fairness, Transparenz und Gerechtigkeit geprägt sind. Was ist Gerechtigkeit? Wenn wir über das Grundgesetz und seine Prinzipien sprechen, geht es nicht nur um die Einhaltung formeller Regeln, sondern auch um den Geist und die Integrität, mit denen diese Regeln angewendet werden. Fairness bedeutet, dass alle Parteien und Stimmen gehört werden sollten, unabhängig von ihren politischen Ausrichtungen oder Meinung. Transparenz erfordert, dass Entscheidungsprozesse und politische Maßnahmen für die Öffentlichkeit nachvollziehbar und verständlich sind. Und Gerechtigkeit verlangt, dass politische Entscheidungen im Einklang mit den Grundwerten und Prinzipien des Grundgesetzes stehen und keine Gruppe oder Einzelperson benachteiligt oder bevorzugt wird. Wir haben doch da so ein Antidiskriminierungsgesetz. Leider sehen wir in der Praxis oft eine Tendenz, in der politische Debatten polarisiert werden und in der Fairness, Transparenz und Gerechtigkeit in den Hintergrund treten könnte. Dies kann zu einer Spaltung der Gesellschaft und zu Misstrauen gegenüber politischen Institutionen führen. Und dann wundern wir uns, warum die Leute zur AfD rüber wandern. Schaut euch doch mal die Luft im Plenum an. Da geht es nicht um das Wohl des deutschen Volkes, wie es im Eid geschworen wird. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Welcher Gott? Dass Zeus da noch keinen Blitz runtergeschleudert hat. Die genauen Worte können bei Ministern, je nach Minister und politischer Situation variieren, aber das Grundprinzip bleibt ähnlich. Treue zum Grundgesetz, Verantwortungsbewusstsein und Pflichterfüllung. Auch hier darf gelacht werden. Deshalb ist es entscheidend, dass wir uns alle für eine Kultur einsetzen, die diese Werte hochhält und fördert. Alle. Nur so können wir sicherstellen, dass das Grundgesetz und seine Prinzipien in einer Weise angewendet werden, die den Grundsätzen der Fairness, Transparenz und Gerechtigkeit gerecht wird und die das Vertrauen der Bürger in unsere demokratische Institution stärkt. Ja, ich weiß, wir haben ja keine Demokratie in Deutschland. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur auf die politischen Debatten verlassen, sondern selbst aktiv werden. Wenn wir sehen, dass grundlegende Rechte verletzt werden, müssen wir handeln und unsere Stimmen erheben. Und nicht nur einseitig gegen eine Partei, weil uns das genauso suggeriert wird. Verfassungsbeschwerde als Handlungsoption. Wenn du das Gefühl hast, dass grundlegende Rechte verletzt werden und andere Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt zeigen, besteht die Möglichkeit, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Verfassungsbeschwerde.
Dies ist ein spezifischer Rechtsbehelf, der in Deutschland ermöglicht wird, um Grundrechtsverletzungen durch staatliches Handeln oder Unterlassen vor dem Bundesverfassungsgericht geltend zu machen. Eine Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen Entscheidungen und Maßnahmen, die als Grundrechtsverletzungen angesehen werden. Es handelt sich um ein individuelles Rechtsmittel, das direkt beim Bundesverfassungsgericht eingelegt wird. Hier sind einige Schritte, die du in Erwägung ziehen könntest. Erstens, Sachverhalt klären. Zunächst muss der konkrete Sachverhalt genau dokumentiert und dargestellt werden. Das bedeutet, dass die spezifischen Umstände und Handlungen, die als Verletzung der Menschenwürde betrachtet werden, klar und nachvollziehbar dargelegt werden müssen. Zweitens, Rechtsgrundlage darlegen. Es ist wichtig, die relevanten Bestimmungen des Grundgesetzes, insbesondere Artikel 1, sowie andere einschlägige Rechtsnormen und Prinzipien zu zitieren und zu erläutern, wie sie in dem spezifischen Fall anwendbar sind. Beweismaterial vorlegen. Um die Behauptung eines Verstoßes gegen die Menschenwürde glaubhaft zu machen, sollten alle verfügbaren Beweise, Zeugenaussagen und Dokumente, die den Sachverhalt unterstützen, vorgelegt werden. Viertens. Argumentation entwickeln. Eine überzeugende Argumentation sollte entwickelt werden, die zeigt, warum die spezifischen Handlungen oder Entscheidungen als Verletzung der Menschenwürde angesehen werden sollten und warum sie gegen die Prinzipien des Grundgesetzes verstoßen. Rechtlichen Beistand suchen. Es wäre ratsam, unbedingt einen Rechtsanwalt oder eine andere rechtliche Fachkraft zu konsultieren, um Unterstützung bei der Formulierung der Verfassungsbeschwerde und der Vertretung vor dem Bundesverfassungsgericht zu erhalten. In der Regel setzt das deutsche Verfassungsrecht voraus, dass nur unmittelbar Betroffene eine Verfassungsbeschwerde einreichen können. Das bedeutet, dass die Person, die die Beschwerde einreicht, persönlich und unmittelbar von der angegriffenen Maßnahme oder Entscheidung betroffen sein muss. Wenn es um Fälle geht, in denen Grundrechte von anderen Personen verletzt werden, zum Beispiel Diskriminierung von Muslimas in einem Bad, könnten nur die direkt Betroffenen selbst eine Verfassungsbeschwerde einreichen. In diesem Fall also die Muslima selbst. Ein Dritter, der nicht direkt betroffen ist, hätte in einem solchen Fall wahrscheinlich nicht die rechtlichen Befugnis, eine Verfassungsbeschwerde einzulegen, da er nicht die erforderliche Betroffenheit nachweisen könnte. Hier weitere Vorschläge für konkrete Schritte, Ressourcen oder Organisationen, die unterstützt werden können. Wenn du das Bedürfnis verspürst, aktiv zu werden und für deine Rechte oder die Rechte anderer einzutreten, gibt es verschiedene Wege, wie du das tun kannst. Informiere dich. Bildung ist der erste Schritt zur Veränderung. Informiere dich über deine Rechte und Pflichten und bleibe auf dem Laufenden über aktuelle politische Entwicklungen, die diese beeinflussen könnten. Engagiere dich lokal. Schließe dich lokalen Gruppen oder Initiativen an, die sich für soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte oder anderen Themen einsetzen, die dir am Herzen liegen. Unterstütze Organisationen. Es gibt zahlreiche Organisationen und NGOs, die sich für die Einhaltung des Grundgesetzes und die Förderung von Menschenrechten einsetzen. Überlege, welche davon du finanziell oder durch ehrenamtliches Engagement unterstützen könntest. Teile deine Geschichte. Manchmal ist die stärkste Form des Protests das Teilen von persönlichen Geschichten und Erfahrungen. Nutze soziale Medien, Blogs oder lokale Veranstaltungen, um deine Perspektive und deine Bedenken zu teilen. Werde politisch aktiv. Überlege dir, ob du Mitglied einer politischen Partei werden möchtest, die deine Ansichten und Werte vertritt. Politische Partizipation ist ein wichtiger Weg, um Veränderung auf höherer Ebene zu bewirken.
Netzwerke und Gemeinschaften. Suche nach Netzwerken oder Gemeinschaften, die sich für ähnliche Ziele engagieren. Gemeinsam könnt ihr stärker auftreten und eure Botschaft wirkungsvoller vermitteln. Denke daran, dass jede kleine Aktion einen Unterschied machen kann. Es geht darum, proaktiv zu sein, sich zu informieren und die Möglichkeit zu nutzen, die dir zur Verfügung stehen, um für das einzutreten, was dir wichtig ist. Ich hoffe, nein, ich habe die Zuversicht. Dieses Video hat euch zum Nachdenken angeregt und euch ermutigt, euch für die Wahrung unserer Grundrechte und Werte einzusetzen. Lasst uns weiterhin gemeinsam für eine gerechte und demokratische Gesellschaft kämpfen. Mir ist es wichtig, das Ungleichgewicht aufzuzeigen, dass man über andere herzieht, aber selbst das Grundgesetz so oft gebrochen hat, zumindest, dass es Kritiker gibt, die das als gebrochen oder als Verstoß sehen. Der Ansatz, sowohl das Handeln als auch die Kritik in Bezug auf das Grundgesetz zu betrachten, könnte dabei helfen, ein ausgewogeneres und tieferes Verständnis der aktuellen politischen Landschaft und der Einhaltung unserer verfassungsmäßigen Prinzipien zu fördern. Es geht darum, einen konstruktiven Dialog zu fördern und gleichzeitig die Integrität und Relevanz unseres Grundgesetzes zu wahren. In diesem Sinne, am Ende des Tages sollten wir uns alle daran erinnern, dass es leicht ist, mit den Fingern auf andere zu zeigen und ihre Fehler oder Unzulänglichkeit zu kritisieren. Doch die wahre Herausforderung und die wirkliche Verantwortung liegt darin, uns selbst zu reflektieren und unsere eigenen Handlungen und Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Wie Sokrates es so treffend gesagt hat: Erkenne dich selbst. Wenn wir uns alle bemühen würden, vor unserer eigenen Tür zu kehren, anstatt ständig die der anderen zu beurteilen, können wir vielleicht einen echten Wandel in unserer Gesellschaft bewirken. Es ist an der Zeit, dass wir Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen und uns für echte, konstruktive Veränderungen einsetzen. Einen habe ich noch, weil ein Zuschauer meines Kanals mir nach dem Skript eigentlich fertig war, Folgendes geschrieben hat: Ich habe Kinder in die Welt gesetzt. Meine Antwort darauf: Ein Auszug von Jiddu Krishnamurti. Why don't you change? Either you are not serious, then you won't live a very, very superficial life, and superficial reality temporarily satisfy you, or you really don't care. As long as you have immediate pleasures, immediate satisfactions, you really don't care. You don't care for your children if they're murdered. You really have no deep love, affection for them. If you had, you would prevent all wars. So apparently, none of these things mean anything to you. Or probably you are so deeply conditioned psychologically. Of course, we are biologically conditioned. That's how we met all together. But psychologically conditioned, and one is not aware of it. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal.